Hey, ich bin André und in dieser kleinen Reel-Serie nehme ich euch mit auf meiner Reise zur eigenen Tuningbude in Thailand. Willkommen zum zweiten Teil. Heute geht es darum, für welches Auto ich mich entschieden habe, warum ich mich dafür entschieden habe und wo ich es gefunden habe. Ich stehe auf alte Youngtimer, deutsche Youngtimer und da ich speziell nach einem Auto gesucht habe, was erstens eine Klimaanlage hat, zweitens nicht allzu klein ist und drittens ein Automatikgetriebe hat, kam am Ende für mich eher Mercedes in Frage. Gerade auch, weil ich selbst Mercedes Altwagen besitze und auch da die Reise Langstreckentauglichkeit halt sehr zu schätzen weiß. So sind wir auf die Suche gegangen nach BB-Benz, das war das erste, was wir geguckt haben. Dann nach einem W140, nach dieser Panzer-S-Klasse. Und davon sind wir dann aber abgekommen aus Gründen der Reparaturfreundlichkeit. Wir haben uns am Ende für das Modell W126 entschieden. In Thailand ist es so, dass die meisten Gebrauchtwagen über Facebook-Gruppen verkauft werden. Ich habe ziemlich schnell eine 500er SEL-Karosse gefunden als Langversion. Ich habe meinen Freund Schock gebeten, doch mal da anzurufen und den Verkäufer zu bitten, nochmal andere Bilder zu schicken und vielleicht einmal mit einem Video ums Auto zu laufen, dass man da mal einen Eindruck vom Fahrzeug bekommt. Das hat der Verkäufer auch ziemlich schnell gemacht. Ja, stellte sich natürlich raus, der Wagen wurde auf 2JZ Saugertechnik umgebaut. In Thailand ziemlich verbreitet, weil man die originalen Mercedes-Motoren sehr schlecht reparieren kann vor Ort. Gerade weil die Ersatzteilversorgung sehr schlecht ist. Und man baut dann halt auf japanische Motoren um 1UZ oder 2JZ. Für mich natürlich super lustig, weil ich das extrem funny finde, einen 2JZ-Motor an einem alten Mercedes zu haben. Vielleicht gibt es da auch noch mal ein Upgrade auf Turbo, wer weiß. Ja, wir haben das Ding dann blind gekauft, hat gekostet 110.000 Baht, das sind ungefähr 3.000 Euro. Ja, hab dann für ca. 15.000 Baht ein Transportunternehmen beauftragt, das hat das Auto dann abgeholt. Das war so ungefähr 5 Stunden von Khon Kaen entfernt, da wohnen die Jungs von mir. Das Transportunternehmen hat das Auto dahin gebracht und das kam dann halt Samstagabend da an. Und bei der ersten Bestandsaufnahme, da sind schon die ersten Mängel so zum Vorschein gekommen, aber ich glaube, für den Preis ist das vollkommen legitim. Das Schiebedach ist zugeklebt mit einer Silikonmasse. Da kann ich wahrscheinlich aus Deutschland ein paar Dichtungen mitnehmen. Hat da ein paar Plastikabdeckungen, die nicht mehr so geil sind. Und der Unterboden hier und da ein paar Roststellen. Aber so Preis-Leistung scheint auf jeden Fall zu passen. Der nächste Schritt ist auf jeden Fall, das Ding erstmal auf die Erde zu legen. Das liegt einfach daran, dass die Jungs von CB Custom Works Probleme mit hohen Autos haben und können einfach keine hohen Autos in ihrer Garage stehen sehen. Deswegen wird es wahrscheinlich als erstes mal auf die Erde gehen mit dem Fahrzeug. Ja, das ist der aktuelle Stand. Wie es weitergeht, erzähle ich euch dann in dem nächsten Video.